Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zum Thema Blei. Und dieses Mal geht es um einen Patientenbeitrag. Und hören Sie auch gleich, was der Patient zu berichten hat. Und ich werde das dann kommentieren. Bis gleich. Mein Name ist Nils aus dem Hause Koch. Ich bin selbstständiger Handwerker, gelernter Tischler. Ich übe diesen Beruf selbstständig seit 8 Jahren aus und mache nicht nur Tischlerarbeiten, sondern auch viele andere Tätigkeiten. Darunter war eine Aufgabe, bei der ich Bleischürzen an einem Dachanschluss angebracht habe. Und dieser Arbeitsschritt hat den ganzen Tag in Anspruch genommen, da ich wusste, dass man Blei aufnehmen kann in den Körper, habe ich mich entsprechend vorbereitet mit Arbeitshandschuhen und mit einer Maske und habe versucht, eben nicht in Kontakt zu kommen mit diesem Bleischürzen, um eben das Blei nicht aufzunehmen. Und jetzt bei der letzten Untersuchung bei Dr. Wiechert wurde festgestellt, dass eine erhöhte Bleibelastung im Serum zu finden war. Bei den letzten Untersuchungen wurden diese Massen an Blei im Serum nicht gefunden, was darauf Rückschlüsse ziehen lässt, dass es von dieser Arbeit kommen muss, da ich ausschließlich einmal in den letzten 12 Monaten mit diesem Blei intensiv zusammengearbeitet habe. Sie haben gehört, dass der Patient in der Vergangenheit in unseren über die Jahre hinweg durchgeführten Untersuchungen bisher niemals mit seinen Bleiwerten, übrigens im Vollblut, auffällig war. Und das Interessante in diesem Beitrag ist, dass zwischen seiner Arbeit, die er beschreibt, und der Blutentnahme ein Zeitfenster von 2 Wochen vergangen ist. Und dass wir noch nach 2 Wochen einen erheblichen Anstieg seiner Werte sehen können, sodass wir vorher, nur um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, unabhängig von den Einheiten, Wert von 14 und nun einen Wert von 34 haben, sodass wir also eine mehr als Verdoppelung nach einer Abklingzeit über 2 Wochen haben. Und da der Patient sich geschützt hat mit Maske und mit Handschuhen und natürlich auch Arbeitsklamotten an hatte, also mit Sicherheit nicht in Badehose gearbeitet hat, ist dieses ein Aufruf oder ein Aha-Erlebnis soll es eigentlich sein für Sie, sich klarzumachen, wenn Sie mit Blei arbeiten, dass auch ein normales Bekleidungsmittel, ein Schutzanzug, unbedingt mit äußerster Vorsicht zu handhaben ist, auch wenn es um die Wäsche geht, dass wirklich das am Arbeitsplatz auch ausgezogen werden soll, dass es nicht mit ins Auto genommen wird, mit nach Hause genommen wird, irgendwo und überall seine Spuren hinterlässt, weil man dann immer und immer wieder sich neu mit Blei kontaminiert. Und wenn man sich mal auf umweltmedizinischen Zeitungen umschaut, dann kann man auch erkennen, dass in der Vergangenheit, also mehr als 100 Jahre zurück, Blei ganz bewusst auch in Farben eingesetzt wurde, um zum Beispiel Holzbalken zu konservieren in Häusern. Und wer heute in einem alten Haus wohnt mit über 100 Jahre alten Holzbalken und diese möglicherweise offengelegt hat, um sie besser zu sehen, oder auch andersherum Bereiche hat, wo sich das anstauen und dann durch kleine Lücken in den Wohnraum eindringen kann, hat dort möglicherweise eine bisher nicht erkannte Quelle von Blei und anderen toxischen Metallstäuben. Und sollte in einer solchen Vollblutmineralanalyse ein Wert auftreten oder eine Reihe von Werten auftreten, die nicht erklärbar sind und die auch in der Kontrolluntersuchung immer noch da sind, dann sollte man auch solche Dingen mal auf den Grund gehen. Und das war's dann heute schon. Bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende.